Ja, Weichlöten mit heißer Luft, geht das? Ja, hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Ja, ich gebe zu, der Titel macht vielleicht ein bisschen neugierig und heute soll es noch um das Thema gehen, Weichlöten. Herkömmlicherweise oder traditionell lötet man Bleche mit solch einem Lötbrenner. Vorne drauf haben wir immer ein Kupferstück befestigt und das wird erhitzt mit einer Propangasflamme und so können wir schlussendlich dann zwei Werkstücke miteinander verlöten. Ja, die Firma Leister hat uns dieses Lötkolben-Kit zum Testen zur Verfügung gestellt und das Lötkolben-Kit besteht aus einem Lötkolben-Rohling, einem Spitzlötkolben, einem Lötkolbenadapter und einem Geräteständer. Außerdem benötigst du noch eine Heißluftpistole wie diese hier von Leister. Und jetzt würde ich sagen, testen wir das Ganze. Let's go! Für diesen Test habe ich mir einfach mal 2 Stück Titanzink runtergeschnitten und habe 1 cm Lötnahtüberdeckung angezeichnet. Und die versuche ich jetzt einfach mal mit dem ganzen Lötkolben-Kit durchzulöten. Starten wir mal und dann schauen wir mal, wie weit wir das Ganze erhitzen müssen und wie das Ganze klappt. In der Zwischenzeit kann man das Ganze mal ein bisschen vorbehandeln. Solange der Lötkolben erwärmt wird, kann ich schon mal mein Flussmittel auftragen. So. Also ich glaube, da müssen wir schon noch mal ein bisschen mehr aufheizen. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Gucken, wie es auf der Rückseite aussieht. Okay.
Also hier sind wir, würde ich mal sagen, fast ganz durchgelötet. Noch nicht ganz. Das können wir bestimmt noch mal besser machen. Schneiden wir noch mal ein Stück runter. Tun das Ganze auch wieder vorbereiten. So, es wird jetzt noch mal etwas höher gehen mit der Temperatur. Auf 470 Grad. So, jetzt haben wir schon mal einen kleinen Vergleich. Hier haben wir noch die leichten Stellen, die noch nicht richtig erhitzt waren. Hier haben wir schon komplette heiß. Hier ist das Zinn schön abgeflossen und schön geschmolzen. Bin ich mal gespannt auf die Rückseite. Also hier sieht es jetzt schon wirklich gut aus. Ja, ich würde sagen, es passt. Noch nicht alles durchgeflossen, aber das funktioniert. Gut, und dann kommen wir auch schon zum Fazit. Ich muss sagen, ich bin angenehm überrascht. Man kann tatsächlich mit heißer Luft löten. Und ja, ich muss zugeben, das ist etwas ungewohnt hier, wenn man das ganze Gerät sieht und wenn man jetzt noch nicht, vor allem nicht gewohnt ist, mit einer Heißluftpistole zu arbeiten, dann ist es vielleicht schon etwas gewohnheitsbedürftig, vor allem wenn man hier so im Vergleich einen kleinen Lötbrenner hat, der wesentlich leichter und schlanker gebaut ist, aber es bietet schon Vorteile. Also was mich echt angenehm überrascht hat, war jetzt auch die Rauchentwicklung, wo man das Ganze dann erwärmt hat und zum Testen mal in den Salmiakstein gehalten hat. Da hat man überhaupt keine Rauchentwicklung gesehen, keine Geruchsbelästigung durch den Salmiakstein. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass es eine wesentlich angenehmere und gleichmäßigere Wärmeentwicklung ist bei dem Gerät. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es da auch Anwendungen gibt, zum Beispiel beim einem denkmalgeschützten Gebäude, bei einem Dachstuhlausbau, wenn man da arbeiten muss und hat da irgendwelche Lötarbeiten, die immer ein bisschen kritisch sind, was dann auch so den Brandschutz dann betrifft. Und da hat man bestimmt auch Möglichkeiten, wo man mit so einem Heißluftgerät, mit so einer Heißluftpistole wesentlich kontrollierter arbeiten kann als mit einer offenen Flamme. Und ja, klar, man ist vielleicht mit einem kleinen Lötbrenner, mit einem Propanbrenner dann ein bisschen mobiler, kann eine kleine Flasche dann umfüllen und kann die dann mobil dann mitnehmen hoch aufs Dach und hat dann nicht unbedingt immer ein langes Kabel dann anzuschließen. Aber ja, man muss dann auch wieder im Gegenzug dann
bei einem Lötbrenner mit Propangas betrieben dann auch die Gasflasche füllen und hat dann immer ja, das Thema mit dem Gas. Und hier ist man eigentlich dann unabhängig und hat nur eine Stromversorgung. Also es gibt durchaus Vorteile auch. Und ja, schlussendlich kann jeder selber entscheiden, wie er löten möchte. Und ich finde auf jeden Fall mal ja, eine innovative Idee und ein ja, gelungenes Tool, finde ich mal, von der Firma Leister. Die haben das schon gut hingekriegt, dass das überhaupt funktioniert. Die Lötaufsätze sind etwas gewohnheitsbedürftig. Auch würde ich mir jetzt hier nochmal einen Hammerkolben wünschen natürlich. Mit dem Spitzkolben kann ich natürlich auch löten, aber es wäre natürlich jetzt noch so eine Erweiterung. Was auch noch ein ganz großer Vorteil ist, finde ich, wäre das Thema mit dem Lötüben. Jetzt für Neulinge, für Anfänger, für Auszubildende, da kann man natürlich sehr kontrolliert die Hitze einstellen, das Ganze regeln. Man hat auch wirklich mal Parameter, mit denen man arbeiten kann die Hitze einstellen, das Ganze regulieren. Und beim Propanbrenner oder mit der offenen Flamme ist es ja wirklich so eine gefühlte, gespürte Sache, die jetzt hier zumindest unter Werkstattbedingungen wesentlich einfacher ist. Und ja, kann ich mir vorstellen, zum Löten üben, ist es durchaus eine große Hilfe. Genau. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einfach einen Daumen hier nach oben, abonniert den Kanal hier auf YouTube und drück auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Meisterbook für Spengler TV.